Hallo an den Empfangsgeräten. Wir waren für euch in Spanien unterwegs und sind die neue Triumph Tiger 1200 gefahren, früher Tiger Explorer. Neben mir sitzt der Volkmar Jakob, einer der schnellen PS-Redakteure. Und ich möchte gleich mal zu Anfang fragen, Jaco, aus PS-Sicht, bringt so ein riesen Reise-Enduro-Schiff wie die Tiger 1200 überhaupt? Kommt drauf an, wie man es vergleicht und mit was man es vergleicht. Ich würde jetzt sagen, man kann fast jedes Motorrad sportlich bewegen. Bei der Tiger war ich angenehm überrascht, dass da doch mehr geht, als ich gedacht habe. Vor allem deshalb, weil sich das Fahrwerk halt ganz gut einstellen lässt, auch sportlich. Und genug Straffheit bringt normalerweise viel Dämpfung, bringt viel Grip und da geht schon was, doch. Okay, du sprichst gleich mal das Fahrwerk an. Wir haben also ein elektronisch einstellbares Fahrwerk an den besser ausgestatteten Varianten. Nur die Basis XR hat quasi ein konventionelles Fahrwerk. Es gab bei der Präsentation relativ lange Diskussionen darüber, ob es sich bei dem elektronischen Fahrwerk der Tiger 1200 um ein echtes semiaktives handelt. Deine Meinung? Und wenn ja, ja oder nein, warum? Ja, also es ist eigentlich ein kleiner Beschiss dabei. Man spricht von semiaktiv, ist es aber nicht, weil vorne semiaktiv heißt ja, das System reagiert automatisch auf sich ändernde Bahnbeschaffenheiten und so weiter, Fahrbedingungen, Fahrzustände. Und die Gabel zum Beispiel reagiert gar nicht auf unterschiedliche Fahrzustände und das Federbeil nur teilweise. Also es ist so, ja, semi-aktiv, ist ein bisschen hochgegriffen, aber ein bisschen was tut sich vollautomatisch dann schon. Ja, das würde ich auch unterschreiben. Also das Motorrad hat hinten eine Niveauregulierung. Das reagiert quasi nicht mit der Dämpfung auf eben unterschiedliche Fahrbahnzustände, sondern eben, es reagiert auf Beladung und das Motorrad stellt auch automatisch um. Im Gelände registriert es also, okay, jetzt sind wir Offroad und schaltet dann automatisch in den Offroad-Fahrmodus, der aber eben immer noch eigentlich nur eine voreingestellte Dämpferstufe hat. Ja, es soll automatisch funktionieren. Bei diesem Test haben wir das nicht ausprobieren können, aber es heißt, nach 6 Sekunden Offroad im On-Road-Modus, in einem der On-Road-Modi, wird es automatisch auf Offroad umschalten, wenn es entsprechend hoppelt oder wie auch immer. Und testen konnten wir es nicht, aber es geht anscheinend automatisch in Offroad-Modus und wieder zurück, wenn man dann wieder die normale Straße unter sich hat. Bin gespannt, also wenn wir das Ding mal länger testen können, dann können wir das ja mal ausprobieren, aber während der Präsentation ging das halt nicht. Ja. Wie fandest du das Fahrwerk so unterm Strich insgesamt, Elektrofahrwerk? Ja, also bei so einer Reise-Enduro hebe ich ja immer eher dann auf den Komfortaspekt an und da muss ich sagen, also es ist ein wirklich sehr komfortables Motorrad. Gerade das Federbein hinten ist also schön sensibel, spricht schön an. Toll ist auch, dass man während der Fahrt also ganz bequem vom linken Lenkerende aus die Dämpfungsvoreinstellungen nachjustieren kann und das ist also echt eigentlich ein schönes Feature. Überhaupt hat sich eigentlich die Bedienbarkeit von dem Motorrad dramatisch verbessert zum Vorgängermodell. Also das war, die alte Tiger Explorer hatte ein recht unübersichtliches Menü im Bordcomputer und die Bedienung war auch nicht so schön. Das ist jetzt also deutlich besser geworden. Ist ein neues TFT-Display an Bord, das wir schon von der Street Triple RS kennen, das auch wirklich schön ist. Jaco, deine Meinung dazu? Ja, lässt sich super ablesen und in den Top-Modellen, die bieten sogar 6 verschiedene Cockpit-Ansichten, also Drehzahlmesser halbrund, ganz rund, als Bogen und große Zahlen, kleine Zahlen. Und das bietet also vielerlei verschiedene, ja, Ansichten auch fürs Auge. Und die Menüs und Untermenüs, das ist ja Wahnsinn, was man da alles einstellen kann. Da brauchst du, glaube ich, so ein dickes Handbuch, um das irgendwie mal, beziehungsweise einen IT-Lehrgang, um da voll durchzublicken. Aber die Menüführung ist jetzt im Gegensatz zu früher viel, viel verständlicher, fast schon selbsterklärend. Und wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, kann man sich da ordentlich durchzappen und kann, wie gesagt, brutal viel einstellen. Kommen wir vielleicht mal zum Motor. Triumph verspricht 141 nun statt 139 PS. Hast du die 2 PS mehr gemerkt? Was? 2 PS tatsächlich? Nee, sowas merkst du natürlich nicht. Das siehst du auf dem Prüfstand. Das ist jetzt kein brutaler Ballermotor, jetzt wie zum Beispiel bei der KTM, bei der Super Adventure oder so. Wenn du da mal Stoff gibst, dann denkst du, boah, Wahnsinn, da geht richtig was ab oben. Und der Drilling von Triumph, der hat eher eine homogene Leistungsentfaltung, zieht gleichmäßig durch und ist jetzt kein so Hoppla-Hopp-Motor, sondern ein schöner, angenehmer
gleichmäßiger Motor mit allerdings perfekten, nach wie vor super Fauchsound. Und besonders in hohen Drehzahlen beim Stoffgeben ist es schon richtig gut. Ja, würde ich unterschreiben. Also aus Tourenaspekten ist es ein wirklich sehr, sehr angenehm zu fahrender Motor. Er läuft schön vibrationsarm. Wie du sagst, hat einen geilen, fauchigen Sound. Wobei man sagen muss, dieses Surren, das die Motoren früher hatten, das ist ein bisschen weniger geworden. Das hat den einen oder anderen, glaube ich, ein bisschen genervt. Also die Geräuschkulisse ist echt sehr angenehm. Ja, Gasannahme perfekt durch die verschiedenen Fahrmodi. Kann man eigentlich nichts Negatives über den Motor sagen, ne? Nö, gar nicht. Vor allem jetzt auch, weil die Schwungmassen wurden reduziert. Und da können wir gleich geschickt überleiten aufs Handling. Ja. Durch den Kurbeltrieb insgesamt um 3 Kilo leichter. Und das wirkt sich wirklich positiv aufs Handling aus. Ich war angenehm überrascht, wie das Ding aus der Mittellage praktisch tatsächlich abgibt in Schräglage und recht willig abwinkelt. Also, oder hast du da eine andere Meinung dazu? Was sagst du? Kann ich nur unterschreiben. Also man muss es vielleicht so aufziehen. Die Präsentation stand so ein bisschen unter der Überschrift Gewichtsersparnis bei der Tiger 1200. 10 Kilo will man bei den Topmodellen eingespart haben, die wir gefahren sind. Das ist jetzt natürlich schön, aber 10 Kilo sind jetzt auch bei einem Motorrad, das ohnehin schon irgendwie 280 Kilo wiegt, jetzt nicht so die Welt. Aber du sagst es, 3 Kilo Gewichtsersparnis nur an den rotierenden Massen im Motor. Und das ist natürlich extrem viel. Und tatsächlich merkt man die also sehr, sehr deutlich. Weniger beim Hochdrehen hatte ich den Eindruck, sondern einfach am Handling. Also die alte Tiger Explorer, die fuhr immer so ein bisschen kopflastig, ne? Und das ist also wirklich weg. Das Motorrad fährt jetzt schön handlich, viel neutraler, weniger bockig. Stimmt. Dazu kommt noch, weil du gerade das Stichwort kopflastig sagst, der Lenker ist jetzt um 20 mm näher am Fahrer. Auch das hilft, das Gewicht von vorne wegzubringen. Die war tatsächlich in der früher als das Vorgängermodell, wo 2016 präsentiert wurde, das war ein bisschen zu arg kopflastig und das fährt sich jetzt schön ausbalanciert, angenehm, also passt schon. Ja, man sitzt jetzt ein bisschen zentraler im Motorrad, wenn man so will, muss sich nicht mehr ein bisschen nach vorne strecken, ist dadurch auch noch komfortabler, wobei das natürlich überhaupt die Stärke von so einem Motorrad ist. Würdest du damit auf Weltreise gehen? So Langstreckenergonomie mäßig? Ja, also an der Ergonomie habe ich nichts auszusetzen und die neue Polsterung soll eine neue Polsterung an den Sitzen Fahrer und Beifahrer sein. Die hat mich jetzt den ganzen Tag lang so rumgefahren. Ich habe abends nichts gemerkt, dass mir irgendwas wehtäte. Also das gehen wir auf den Versuch an. So rein vom Fahrkomfort und Sitzkomfort her. Das ist, glaube ich, schon eine ganz gute Liga. Würde ich auch sagen. Und natürlich Kardan. Also nicht jede Reiseenduro hat einen Kardan, da gibt es nur eine große andere. Schließen wir das vielleicht mal ab mit der Auflistung der restlichen Features, denn es sind noch einige weitere. Wir haben jetzt adaptives Kurvenlicht, das wir nicht ausprobieren konnten, aber sowieso jetzt in den höheren Ausstattungsvarianten Voll-LED-Beleuchtung, also rein beim Blick auf die Features ist da mehr dazu gekommen. Keyless Go, nett. Fahrmodi, Offroad Pro vielleicht nochmal. Wir durften auch ein bisschen Offroad fahren. Schotter. Wie hat es dir getaugt? Ja, allerdings nicht im Offroad Pro, weil der Offroad Pro, der deaktiviert das ABS und die Traktionskontrolle und stimmt das Grundsetup vom Fahrwerk noch etwas straffer ab als der normale Offroad-Modus. Das heißt, wir sind im normalen Offroad-Modus gefahren mit Traktionskontrolle und ABS und das funktioniert, wenn man jetzt nicht gerade hier der Rallye-Weltmeister ist, dann schon ordentlich. Wer will, große Drifter und große Bremser, die dürfen es natürlich auch gern deaktivieren, aber bis zu einer bestimmten Stufe funktioniert es schon echt gut. Ja. Wobei man sollte dazu sagen, dieser Offroad Pro Fahrmodus, der neue, ist also dem Topmodell vorbehalten, der XCA mit Speichenrädern und Motorschutz etc. Aber man kann diesen Modus ohne ABS, ohne Traktionskontrolle natürlich auch in dem frei programmierbaren Rider-Modus hinterlegen, muss also nicht zwingend dieses Modell dafür kaufen. Da wird es dann auch schon kompliziert mit den ganzen Ausstattungsvarianten. Das ist zu viel, um jetzt noch einen Überblick zu geben. Ich würde aber sagen, schließen wir mit den Preisen. Einstieg 14.700 rund für eine nackte XR ohne die ganzen genannten Features. Das geht dann bis knapp 19.000 Euro für die XRT, das Topmodell mit Gussfelgen. Und fast 20.000 Euro für eine XCA mit Speichenrädern und Vollausstattung.
Ja, interessant ist, dass das Triumph 6 insgesamt 6 Modelle von der Tiger 1200 anbietet. Das sind 4 für die Straße und 2 fürs Gelände oder eher geländetauglich, wo sich, wie du hast angesprochen, sich das vor allem unterscheidet durch die Drahtspeichenräder. Die haben Motorschutz, die haben Handprotektoren. Und ja, das war es im Groben und Ganzen schon. Die ganze Elektronik, Fahrwerksetup und so weiter, das ist alles identisch mit der Road-Variante. Und nur bei der Road-Variante gibt es zusätzlich noch eine Variante mit niedriger Sitzposition. Also Preislich ist es also etwa auf Niveau vom Vorgängermodell geblieben. Das bedeutet aber auch, dass sie jetzt nicht unbedingt viel günstiger ist als die Konkurrenz. Klar, sie hat viel Ausstattung, fährt jetzt auch deutlich besser, aber ich würde sagen, ist ein schwieriges Umfeld. Ich glaube, wir freuen uns auf die ersten Vergleichstests, oder? auf jeden Fall. Und weil du jetzt gerade die Bremse ansprichst, Ah, die hat sich natürlich auch wesentlich verbessert. Das ist gerade aus sportlicher Sicht, das ist super. Und zwar, da sind neue Bremsbeläge drin, da ist ein anderes hydraulisches Übersetzungsverhältnis, haben sie da eingebaut. weiterentwickelte Bremszangen von Brembo. Ganz genau. Und insgesamt ist es ein richtig, richtig schönes Paket. Es ist nicht zu giftig, ist genau richtig für, auch für sportliche Belange. Und also top, da haben sie auch einen Riesenschritt nach vorwärts gemacht. Thumbs up, wirklich gut. Große Weiterentwicklung. Ob es gegen die Konkurrenz reicht, werden wir im Lauf des Anfang des nächsten Jahres testen. Bis dahin, viel Spaß weiter und tschüss.